Was jetzt ja per se auch nicht wirklich falsch ist. Ich meine, klar, wenn du 8 Chars machst, logisch, dass das alles länger dauert als mit 2 oder 4 oder whatever. Das haben 8 Chars so an sich. Wäre komisch, wenn es schneller gehen würde, ne? Dann wäre es ja legit ein Cheatcode. Aber eigentlich, wie gesagt, dauert in Flyfair eh alles immer ewig. Selbst mit 2 Chars oder vollkommen egal, wie viele Chars du hast. Es gibt nichts in Flyfair, was wirklich schnell ist. Gut, kann man drüber streiten. Sicherlich. Vor allem, wenn man casht. Vor allem, wenn man das schöne C-Wort mit ins Spiel bringt. Oder das P-Wort. Pay to win, Cash. Aber ich sag mal so, ich gehe standardmäßig immer davon aus, dass man nicht casht. Und ich sag mal so, wenn du nicht casht, ist aller Anfang schwer. Und wie gesagt, Flyf ist meiner Meinung nach ein Spiel, das sage ich immer wieder, das sage ich eigentlich andauernd. Ein Spiel, wo du, wenn du eh nicht vorhast, langfristig zu zocken, und mit langfristig meine ich eigentlich wirklich Jahre, oder halt, ja, ich meine, alles weniger sind schon fast Gelegenheitsspieler in Flyf. Dann wird es immer schwierig sein. Weil ich denke, das Game ist halt wirklich darauf ausgelegt, dass du wirklich über Jahre spielst. Und wenn du das machst, wirst du irgendwann einen Punkt erreichen, wo irgendwie alles sich voll einfach anfühlt im Verhältnis. Oder viel leichter. Aber viele hören halt lange, bevor sie diesen Punkt erreichen, auf. Ist aufgelegt darauf, dass du paced. Ja, das ist es halt. Also du kannst halt entweder das Ausdauer-Game spielen, wie gesagt. Wenn du nicht paced, das ist mein Standard. Oder du paced halt, wenn es dir zu lange dauert. Das ist halt die Option, die du hast. That's what I'm saying. Aber halt für die Leute, die nicht payen, ist es halt, wie gesagt, so, dass du einfach damit leben musst, dass alles lange dauert. Sehr lange. Sogar. Und daher, wie gesagt, die 8-Char-Taktik ist jetzt eigentlich nichts wirklich Besonderes. Dahingehend. Es ist halt eine besondere Form, wo du halt den eh schon langsamen Progress als Nicht-Payer nochmal verlangsamst irgendwo. Aber ja auch nicht einfach so. Du kriegst ja auch was dafür. Sparst dir zum Beispiel für immer das Penya oder Geld für Partyscrolls. Holst dir sehr viele extra Belohnungen langfristig durch Battle Pass und so, die du sonst niemals kriegen würdest. Mit nur 2 Chars. Also es hat schon diverse Vorteile, die halt aber lange brauchen, bis sie wirklich aktiv werden. Und die muss man sich halt erstmal verdienen. Die kommen halt nicht einfach so. Die kommen nicht in einer Woche, die kommen nicht in einem Monat. Und wirklich effektiv ist es nur, wenn man halt es wirklich durchzieht. Über einen sehr langen Zeitraum. Kurzfristig ist in Flyf immer schwierig. Also man spielt extremst viel täglich oder casht. Und da muss man auch meistens extrem viel cashen. Wenig cashen in Flyf ist war ich auch schon immer so, bei Flyf PC war es auch so. Was willst du mit einem 20 oder einem Fuffi? Das bringt eigentlich einfach gar nichts. Das ist so wenig, das macht gefühlt überhaupt keinen Unterschied. Dafür ist das Spiel leider viel zu teuer. Und das war es tatsächlich schon immer. Es war schon immer so teuer. Früher eigentlich auch schon so. Also wenn zum Starten so ein CS-Bett kaufen und so, klar, gibt es schon so kleine Transaktionen, die auf jeden Fall was bringen, aber die halt kein richtiges Grinden ersetzen. Wenn du wirklich Grinden ersetzen willst, dann musst du Minimum 3-stellig rechnen. Das ist so, ja.